Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns gerne einen Daumen hoch, schreibe einen Kommentar und abonniere unseren Kanal. Hier findest du viele nützliche Inhalte, um dein Deutsch zu verbessern und im Alltag besser zurechtzukommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, die in einem neuen Land leben. Das Gefühl, fremd zu sein und was helfen kann, sich weniger fremd zu fühlen. Am Anfang war alles neu. Neue Sprache, neue Gesichter, neue Gewohnheiten. Selbst alltägliche Dinge wie Einkaufen oder einen Arzttermin machen konnten plötzlich kompliziert und anstrengend sein. Das Gefühl, fremd zu sein, war überall. Es war nicht nur die Sprache. Es war auch die Unsicherheit, wie man sich verhält, wie man Dinge richtig macht. Die Angst, etwas falsch zu sagen oder komisch angeschaut zu werden. Was mir am Anfang geholfen hat, war zu akzeptieren, dass dieses Gefühl normal ist. Man muss nicht sofort alles verstehen oder perfekt machen. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist ein Prozess und jeder braucht Zeit, um sich anzupassen. Ein weiterer wichtiger Schritt war, Routinen zu schaffen. Wenn man immer in denselben Supermarkt geht oder regelmäßig zur gleichen Bäckerei, fangen die Dinge an, vertrauter zu werden. Die Menschen erkennen einen wieder, man lernt die Abläufe kennen und das gibt Sicherheit. Auch wenn man nicht viel spricht, fühlt es sich ein bisschen wie ein Teil des Alltags an. Sehr hilfreich war auch, kleine Gespräche zu üben, zum Beispiel beim Bäcker, ein Brötchen bitte. Oder im Café, zum hier trinken oder mitnehmen. Und einfach antworten. Am Anfang hatte ich oft Angst, etwas nicht zu verstehen. Aber mit der Zeit merkt man, dass die meisten Gespräche sich oft wiederholen. Und das gibt Mut. Was mir wirklich geholfen hat, war, bewusst nach kleinen Erfolgen zu suchen. Wenn ich einen Satz verstanden habe oder ein Gespräch ohne Englisch geschafft habe, habe ich mich darüber gefreut. Auch wenn es nur Kleinigkeiten waren, sie haben mir gezeigt, dass ich Fortschritte mache. Später habe ich angefangen, regelmäßig einen Spaziergang durch mein Viertel zu machen. Ich habe mir die Straßennamen eingeprägt, die Geschäfte, die Buslinien. Es war eine einfache Übung, aber sie hat mir geholfen, mich weniger verloren zu fühlen. Wenn man weiß, wo man ist, fühlt man sich gleich sicherer. Es gab auch Momente, in denen ich mich ausgeschlossen fühlte, zum Beispiel bei Gesprächen in Gruppen. Oft wurde Dialekt gesprochen oder sehr schnell geredet. Ich habe gelernt, dass es okay ist, darum zu bitten, langsamer zu sprechen oder etwas zu wiederholen. Viele Leute sind hilfsbereit, wenn man freundlich fragt. Was auch geholfen hat, ein Notizbuch zu führen. Ich habe Wörter und Sätze aufgeschrieben, die ich nicht verstanden habe, und sie später nachgeschlagen. Das war eine gute Methode, um regelmäßig Neues zu lernen, aber auch um zu sehen, wie viel ich schon kann. Ich habe auch angefangen, einfache Bücher auf Deutsch zu lesen. Erst Kinderbücher, dann kurze Romane. Das hat mir nicht nur beim Wortschatz geholfen, sondern auch beim Gefühl für die Sprache. Gleichzeitig habe ich mir Serien oder YouTube-Videos auf Deutsch angeschaut, mit Untertiteln. Man hört, wie die Sprache wirklich klingt und es macht Spaß, wenn man immer mehr versteht. Mit der Zeit habe ich verstanden, dass es nicht nur um Sprache geht, sondern auch um Verbindung. Wenn man sich fremd fühlt, fehlt oft das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Ein wichtiger Moment war für mich, als ich angefangen habe, regelmäßig einen Ort zu besuchen, wo Menschen zusammenkommen. Zum Beispiel eine Bibliothek, ein Sprachcafé oder einen offenen Treff im Stadtteilzentrum. Dort muss man nicht sofort mit jedem reden. Es reicht manchmal, einfach da zu sein, zuzuhören, ein Lächeln zu teilen. Solche Orte sind besonders hilfreich, weil sie offen und niedrigschwellig sind. Es geht nicht um perfekte Grammatik, sondern darum, da zu sein, gesehen zu werden und ein Teil zu sein. Auch wenn es nur für eine Stunde in der Woche ist. Ein weiterer Schritt war, mein Umfeld bewusst zu gestalten. Ich habe versucht, mein Zuhause gemütlich und vertraut zu machen. Ich habe mir Pflanzen gekauft, Bilder aufgehängt, sogar einige Wörter auf Zetteln in der Wohnung verteilt. So habe ich beim Kochen oder Zähneputzen automatisch gelernt. Ein eigenes Zuhause, das sich gut anfühlt, gibt viel Kraft. Trotzdem gab es Tage, an denen ich mich sehr einsam fühlte. Dann habe ich mir erlaubt, traurig zu sein. Aber ich habe auch nach Möglichkeiten gesucht, mit dieser Traurigkeit umzugehen. Manchmal hilft es, einen Spaziergang zu machen, laut Musik zu hören oder einfach eine warme Dusche zu nehmen. Kleine Dinge, die den Tag leichter machen. Einmal wurde ich im Bus gefragt, wo ich herkomme. Früher hätte mich das verunsichert.
Aber diesmal habe ich ruhig geantwortet und sogar nach dem Weg gefragt. Es war ein kurzer Moment, aber ich habe gemerkt, ich kann das. Ich gehöre hier auch hin. Es hat mir auch geholfen, mich an den deutschen Alltag zu gewöhnen. Dinge wie Mülltrennung, Pünktlichkeit oder die Art, wie Termine gemacht werden, das alles war am Anfang ungewohnt. Aber wenn man die Regeln versteht, fühlt man sich nicht mehr außen vor, sondern kann mitmachen. Und je mehr ich verstanden habe, wie Dinge funktionieren, desto weniger fremd habe ich mich gefühlt. Ich habe auch begonnen, gezielt nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Was essen die Leute gern? Was machen sie am Wochenende? Welche Feste gibt es? Ich habe mit Nachbarn über das Wetter gesprochen, über den Bus, der zu spät kam, ganz einfache Gespräche, aber sie haben Verbindung geschaffen. Oft hilft es auch, sich daran zu erinnern, dass viele andere ähnliche Erfahrungen machen. Man ist nicht allein mit dem Gefühl, fremd zu sein. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, sich einzuleben, die dieselben Herausforderungen haben. Das zu wissen kann trösten und stärken. Ein sehr guter Tipp, den ich bekommen habe: nicht warten, bis jemand mich einlädt, sondern selbst aktiv werden, zum Beispiel jemanden auf einen Kaffee einladen oder gemeinsam spazieren gehen. Es braucht Mut, aber oft freuen sich die anderen genauso über Kontakt. Ich habe außerdem angefangen, kleine Ziele zu setzen. Zum Beispiel diese Woche mit einem Nachbarn reden, ein neues deutsches Wort im Alltag benutzen oder einen Anruf auf Deutsch machen. Wenn ich mein Ziel geschafft habe, habe ich es mir aufgeschrieben und stolz darauf geschaut. Durch diese Schritte habe ich gemerkt, das Gefühl, fremd zu sein, verschwindet nicht plötzlich, aber es wird leiser. Und mit der Zeit kommt ein neues Gefühl: Vertrautheit. Vielleicht nicht sofort wie ein Zuhause, aber wie ein Ort, an dem man wachsen kann. Ein weiterer Aspekt, der mir sehr geholfen hat, war Geduld. Vor allem mit mir selbst. Es ist leicht, sich mit anderen zu vergleichen, besonders wenn man sieht, wie fließend sie Deutsch sprechen oder wie gut sie sich schon integriert haben. Aber jeder Weg ist anders. Und es ist in Ordnung, wenn mein Weg langsamer ist. Wichtig ist, dass ich weitergehe, Schritt für Schritt. Ich habe begonnen, meine kleinen Erfolge zu feiern. Auch wenn es nur ein kurzes Gespräch an der Supermarktkasse war oder das erste Mal, dass ich einen Termin beim Arzt allein gemacht habe. Solche Erfolge wirken vielleicht klein, aber sie sind eigentlich groß. Sie zeigen mir, ich komme voran, ich wachse. Ein anderes Thema, das oft unterschätzt wird, ist die Körpersprache. Auch wenn ich manchmal nicht die richtigen Worte finde, kann ich durch Gesten, Blickkontakt und ein Lächeln sehr viel sagen. Freundlichkeit ist eine Sprache, die überall verstanden wird. Ich habe bemerkt, dass ich mit Offenheit oft Türen öffnen kann, selbst wenn meine Grammatik noch nicht perfekt ist. Ich habe auch akzeptiert, dass ich Fehler machen werde, viele, und dass diese Fehler dazugehören. Niemand erwartet, dass ich alles sofort richtig mache. Die meisten Menschen sind geduldig, wenn sie merken, dass ich mir Mühe gebe. Einmal habe ich beim Bäcker etwas Falsches gesagt, aber die Verkäuferin hat gelacht und mir freundlich geholfen. Das war ein schöner Moment. Einen großen Unterschied hat auch meine innere Einstellung gemacht. Wenn ich mich jeden Tag frage, was alles schwierig ist, sehe ich nur Hürden. Aber wenn ich mich frage, was heute besser geklappt hat als gestern, sehe ich Fortschritt. Ich versuche, das Positive zu sehen. Nicht naiv, sondern bewusst. Ein schönes Erlebnis hatte ich in einem Buchladen. Ich habe mich nicht getraut, jemanden um Hilfe zu bitten. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Die Mitarbeiterin war sehr freundlich, hat mir Bücher auf einfachem Deutsch gezeigt und wir haben ein paar Minuten gesprochen. Ich habe den Laden mit einem guten Gefühl verlassen, nicht nur wegen des Buches, sondern weil ich über meinen Schatten gesprungen bin. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben. Ich muss mich nicht verändern, um dazu zu gehören. Ich darf meine Gewohnheiten, meine Interessen und meine Werte mitbringen. Und manchmal finde ich sogar Menschen, die das interessant finden, weil es anders ist. So entstehen echte Verbindungen. Je mehr ich über die Gesellschaft gelernt habe, desto wohler habe ich mich gefühlt. Zum Beispiel, wie läuft ein Arztbesuch ab? Was bedeutet Feierabendkultur? Warum machen so viele Menschen in Deutschland gern Wanderungen oder trinken Kaffee am Nachmittag? Wenn ich solche Dinge verstehe, kann ich leichter teilnehmen und mich einfügen. Ich habe auch begonnen, mein Umfeld aktiv zu gestalten. Ich habe eine Tandempartnerin gefunden, mit der ich regelmäßig Deutsch spreche. Wir treffen uns einmal pro Woche,
trinken Tee und reden über Alltagsthemen. Sie hilft mir mit der Sprache, ich höre zu, stelle Fragen. Das ist viel wertvoller als trockene Übungen. Manchmal hilft es auch, einfach rauszugehen, in einen Park, in ein Café oder auf einen Wochenmarkt. Dort hört man die Sprache, sieht Menschen, spürt den Rhythmus des Alltags. Auch wenn man nicht spricht, ist man Teil des Ganzen. Dieses Gefühl, nicht nur Beobachter zu sein, sondern dabei zu sein, verändert viel. Es gab auch Zeiten, in denen ich mich überwältigt gefühlt habe. Alles war neu, ungewohnt, manchmal unverständlich. In solchen Momenten hat mir Struktur geholfen. Ich habe mir feste kleine Rituale aufgebaut. Zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten Deutsch hören, mittwochs den gleichen Spaziergang machen, freitags einen Einkauf auf dem Markt. Diese Gewohnheiten haben mir Sicherheit gegeben. Sie haben mir gezeigt, dass ich Kontrolle habe, auch in einer Umgebung, die mir oft fremd vorkam. Ein weiterer Schritt war, mich bewusst auf das einzulassen, was mir zunächst fremd war. Ich habe versucht, nicht sofort zu bewerten oder abzulehnen, sondern offen zu beobachten. Warum begrüßen sich manche Menschen nur mit einem kurzen Nicken? Warum spricht man mit den Nachbarn oft nur flüchtig? Am Anfang habe ich das als kühl empfunden, aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass es auch Respekt und Zurückhaltung sein kann, keine Ablehnung. Mit der Sprache wurde auch vieles leichter. Ich habe angefangen, kurze Texte laut zu lesen, Hörbücher auf einfachem Deutsch zu hören und Redewendungen aufzuschreiben, die mir gefallen haben. In der Straßenbahn habe ich manchmal Gespräche mitgehört und versucht, einzelne Wörter zu verstehen. All das hat mein Gefühl für die Sprache verbessert. Nicht über Nacht, aber spürbar. Ich erinnere mich an eine Situation in einer kleinen Bäckerei. Die Verkäuferin hatte es eilig, viele Menschen standen hinter mir. Ich war nervös, habe zögerlich gesprochen, aber sie hat mich angelächelt und gesagt, alles gut, Sie können in Ruhe sprechen. In diesem Moment habe ich mich willkommen gefühlt. Solche kleinen Gesten bleiben in Erinnerung. Sie geben Mut. Es hilft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Ich habe gelernt, über meine Fehler zu lachen. Wenn ich zum Beispiel aus Versehen Brötchen ohne Brot gesagt habe oder ich bin kalt statt mir ist kalt, war das zwar peinlich, aber auch lustig. Lachen verbindet, auch über Sprachgrenzen hinweg. Ich habe gemerkt, dass es oft nicht darum geht, perfekt zu sprechen, sondern ehrlich zu sein. Wenn ich sage, Entschuldigung, ich lerne noch, reagieren die meisten Menschen verständnisvoll. Sie helfen mir, sie korrigieren mich freundlich oder wiederholen das Gesagte langsamer. Diese Offenheit macht vieles leichter. Einmal wurde ich zu einem Geburtstag eingeladen. Ich kannte dort niemanden außer der Gastgeberin. Ich war nervös. Was soll ich sagen? Wie soll ich mich verhalten? Aber ich bin trotzdem hingegangen. Und am Ende des Abends hatte ich 2 gute Gespräche geführt, gelacht, mitgeholfen, den Tisch zu decken. Ich war stolz auf mich. Solche Erfahrungen zeigen mir, ich gehöre dazu. Nicht irgendwann, sondern schon jetzt. Ein weiteres wichtiges Thema war für mich, nicht nur nach Gemeinsamkeiten zu suchen, sondern auch Unterschiede zu akzeptieren. Manche Verhaltensweisen oder Traditionen sind anders als das, was ich gewohnt war. Aber das ist kein Problem. Es ist ein Teil der Vielfalt. Ich muss nicht alles verstehen, um respektvoll damit umzugehen. Ich habe mich gefragt, was kann ich geben? Wo kann ich mitmachen? Und ich habe entdeckt, dass viele Möglichkeiten offen stehen. In der Nachbarschaft, in einem Sprachcafé, in einer Bücherei oder sogar in einer Online-Gruppe. Wenn ich mich einbringe, bin ich nicht nur Gast, sondern Teil des Ganzen. Es ist ein Prozess, sich weniger fremd zu fühlen. Kein schneller, kein gerader Weg. Aber mit jeder Begegnung, jedem kleinen Erfolg, jeder neuen Erfahrung wächst das Gefühl, ich habe hier Platz. Ich bin nicht nur Zuschauerin, sondern Mitgestalterin meines Lebens in diesem neuen Kontext. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, sich selbst Zeit zu geben. Nichts muss sofort perfekt sein. Niemand erwartet, dass ich mich von Anfang an vollständig zu Hause fühle oder alles verstehe. Wenn ich das akzeptiere, kann ich entspannter mit meinen eigenen Unsicherheiten umgehen. Es ist in Ordnung, sich manchmal fremd zu fühlen. Dieses Gefühl bedeutet nicht, dass ich versagt habe. Es ist einfach ein Teil des Ankommens. Ein weiterer Schritt war, mich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. In einer Sprachgruppe, die ich besucht habe, haben wir nicht nur Grammatik geübt, sondern auch über unser Leben gesprochen. Über die Herausforderungen, aber auch über die schönen Momente.
Zu hören, dass andere ähnliche Gefühle hatten, hat mir geholfen, meine eigenen Gefühle besser einzuordnen. Was mir auch geholfen hat, mich bewusst daran zu erinnern, was schon gut läuft. Es ist leicht, sich auf das zu konzentrieren, was noch schwer ist. Aber wenn ich sehe, was ich schon geschafft habe, stärkt das mein Selbstvertrauen. Ich habe angefangen, kleine Erfolge aufzuschreiben. Heute habe ich beim Arzt alles verstanden. Ich habe im Supermarkt ein kurzes Gespräch geführt. Ich habe mich getraut, jemandem eine Frage zu stellen. Diese kleinen Schritte sind wichtig. Sie zeigen mir, dass ich mich bewege, dass ich wachse. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Mein Weg ist mein eigener und jedes Vorankommen ist ein Fortschritt. Es war auch hilfreich, einen Ort zu finden, an dem ich einfach sein kann, ohne mich erklären zu müssen. Für mich war das eine kleine Bibliothek in der Nähe. Dort konnte ich lesen, lernen, einfach ruhig sein. Kein Druck, keine Erwartungen. Solche Rückzugsorte sind wichtig, wenn alles andere zu viel wird. Ich habe auch angefangen, bewusster auf mein Umfeld zu achten. Welche Menschen tun mir gut? Bei wem fühle ich mich gesehen und respektiert? Und wo fühle ich mich eher unsicher oder nicht ernst genommen? Es ist wichtig, Grenzen zu setzen und sich von Situationen oder Menschen zu entfernen, die einem das Gefühl geben, nicht dazuzugehören. In manchen Momenten habe ich mich gefragt, will ich dazugehören oder will ich gefallen? Das ist ein Unterschied. Ich habe gelernt, dass ich nicht alles anpassen muss, um akzeptiert zu werden. Ich darf meine eigenen Werte behalten, meine eigene Art. Zugehörigkeit entsteht nicht durch Nachahmung, sondern durch Authentizität. Manchmal hilft es, einfach zu sagen, was man braucht. Wenn ich mich unsicher fühle, frage ich nach. Wenn ich etwas nicht verstehe, bitte ich um Wiederholung. Es braucht Mut, aber dieser Mut wird oft belohnt. Die meisten Menschen reagieren positiv, wenn ich offen bin. Ein Beispiel: Ich war in einem Amt und hatte Schwierigkeiten, das Formular zu verstehen. Statt einfach zu raten, habe ich gesagt, es tut mir leid, könnten Sie mir das bitte erklären? Die Mitarbeiterin hat sich Zeit genommen und alles langsam erklärt. Am Ende war ich nicht nur erleichtert, ich war stolz, dass ich mich getraut habe, nach Hilfe zu fragen. Dieses Gefühl, sich weniger fremd zu fühlen, kommt nicht auf einmal. Es kommt Stück für Stück. Mit jeder Situation, in der ich mich überwunden habe. Mit jeder Begegnung, bei der ich mich gesehen gefühlt habe. Mit jeder kleinen Veränderung in meinem Alltag. Es ist ein langsames Wachsen, ein sich verankern. Und manchmal, ganz unerwartet, merke ich denke nicht mehr ständig darüber nach, ob ich dazugehöre. Ich lebe einfach. Ich mache Pläne, ich kaufe ein, ich telefoniere, ich treffe Leute und plötzlich spüre ich bin angekommen. Vielleicht nicht vollkommen, aber genug, um mich nicht mehr fremd zu fühlen. Ich glaube, das war der wichtigste Wendepunkt. Der Moment, in dem ich nicht mehr ständig analysiert habe, wie anders ich bin, sondern begonnen habe zu sehen, wie viel ich bereits Teil von allem geworden bin. Nicht, weil ich mich angepasst habe, bis ich mich selbst nicht mehr erkenne, sondern weil ich Verbindungen geschaffen habe, die echt sind. In einem Café, das ich regelmäßig besuche, kennt man inzwischen meinen Namen. Die Bedienung fragt, wie mein Tag war. Das ist vielleicht nichts Großes, aber es gibt mir das Gefühl von Alltag, von Vertrautheit. Diese kleinen Rituale im täglichen Leben machen viel aus. Sie helfen, sich weniger wie ein Gast und mehr wie jemand zu fühlen, der dazugehört. Was mir außerdem geholfen hat, war, aktiv zu bleiben. Wenn ich mich zurückziehe und mich nur mit meinen Gedanken beschäftige, wird das Gefühl der Fremdheit oft stärker. Aber wenn ich etwas tue, auch etwas Kleines, verändert sich meine Perspektive. Ein Spaziergang durch die Nachbarschaft, ein Besuch auf dem Wochenmarkt, ein Gespräch mit der Kassiererin, all das bringt mich zurück ins Jetzt und hilft mir, mich zu verbinden. Ich habe auch entdeckt, wie sehr Sprache ein Schlüssel ist. Nicht nur, um zu kommunizieren, sondern auch, um mich sicherer zu fühlen. Früher habe ich oft Sätze im Kopf vorbereitet, bevor ich irgendwo hingegangen bin. Jetzt ist das nicht mehr immer nötig. Ich kann spontaner sprechen. Das gibt mir Freiheit. Natürlich mache ich immer noch Fehler, aber ich habe gelernt, dass das kein Grund zur Scham ist. Fehler sind Teil des Lernens. Wenn ich einen Fehler mache und jemand verbessert mich freundlich, sehe ich das als Chance. Ich bin nicht mehr so streng mit mir. Ich weiß, dass ich mich bemühe, und das zählt. Ein weiterer Schritt war, neue Perspektiven zuzulassen.
Manchmal hilft es, bewusst andere Sichtweisen zu hören. In einem Gespräch mit einer älteren Nachbarin habe ich zum Beispiel verstanden, dass auch sie sich manchmal allein fühlt, obwohl sie ihr ganzes Leben hier verbracht hat. Das hat mir gezeigt, das Gefühl, fremd oder ausgeschlossen zu sein, ist nicht nur ein Sprach- oder Kulturproblem. Es ist ein menschliches Gefühl, das viele kennen, aus ganz verschiedenen Gründen. Diese Erkenntnis hat etwas in mir verändert. Ich habe begonnen, nicht nur auf mich zu schauen, sondern auch auf andere. Wenn ich jemandem begegne, der unsicher wirkt oder den Weg sucht, biete ich Hilfe an. Ich weiß, wie gut es tut, wenn jemand freundlich ist. Ich weiß, wie sehr ein Lächeln oder ein einfaches Kann ich helfen den Tag verändern kann. Mit der Zeit habe ich gemerkt, ich kann nicht alles kontrollieren, aber ich kann steuern, wie ich auf Dinge reagiere. Wenn ich mich fremd fühle, hilft es mir innezuhalten und mich zu fragen, was brauche ich gerade? Ruhe? Kontakt? Klarheit? Dann versuche ich mir genau das zu geben. Ich habe angefangen, mit mir selbst freundlicher zu sprechen. Statt zu denken, du verstehst das schon wieder nicht, sage ich mir, das ist schwer, aber du gibst dein Bestes. Diese innere Stimme macht einen großen Unterschied. Sie bestimmt, wie ich mich selbst sehe und wie ich mich durch schwierige Situationen bewege. Ein Teil des Ankommens war auch, meine Umgebung bewusst zu gestalten. Ich habe meine Wohnung so eingerichtet, dass ich mich wohlfühle. Ich habe Pflanzen gekauft, Bilder aufgehängt, kleine Ecken geschaffen, die mir Sicherheit geben. Wenn die Welt draußen fremd erscheint, ist es wichtig, einen Ort zu haben, der vertraut ist. Auch Rituale helfen. Jeden Morgen trinke ich meinen Kaffee zur gleichen Zeit. Am Abend schreibe ich 3 Dinge auf, die gut waren. Diese Gewohnheiten geben mir Struktur und sie geben mir das Gefühl, dass mein Leben hier einen Rhythmus hat, der mir gehört. Zugehörigkeit beginnt oft im Kleinen, in einem Blick, in einem Gespräch, in einem Moment, in dem ich merke, ich bin hier nicht nur Besucher, ich bin Teil dieses Lebens. Auch wenn nicht alles leicht ist, auch wenn es Rückschläge gibt, ich wachse und ich werde jeden Tag ein bisschen sicherer, ein bisschen verbundener. Ich weiß jetzt, das Gefühl, fremd zu sein, verschwindet nicht plötzlich. Es verändert sich langsam. Es wird leiser. Und manchmal ist es einfach nicht mehr da, ersetzt durch Neugier, durch Dankbarkeit, durch kleine Freuden im Alltag. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war auch, mich selbst nicht ständig mit anderen zu vergleichen. Früher habe ich oft gedacht, alle anderen schaffen das besser. Sie sprechen fließender, sie wirken sicherer. Doch mit der Zeit habe ich verstanden, dass viele nur den Eindruck von Sicherheit vermitteln. Die meisten Menschen zweifeln manchmal, viele kämpfen innerlich mit Unsicherheiten, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Das hat mir geholfen, milder mit mir zu sein. Ich bin nicht hier, um perfekt zu sein. Ich bin hier, um Erfahrungen zu machen, um zu lernen, um zu wachsen. Und das braucht Zeit. Es ist okay, langsam zu sein. Es ist okay, nicht immer alles richtig zu machen. Manchmal hilft es, sich daran zu erinnern, was man schon geschafft hat. Ich habe mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich früher nicht konnte, aber jetzt kann. Ein Gespräch auf Deutsch führen, einen Arzttermin ausmachen, einen Vertrag verstehen, all das sind Erfolge. Kleine Erfolge, die sich mit der Zeit zu einem Gefühl von Kompetenz und Sicherheit zusammensetzen. Ich habe auch gelernt, mir selbst kleine Herausforderungen zu setzen. Nicht zu große, nur kleine Schritte, die mir zeigen, du kannst das. Du schaffst mehr, als du denkst. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann vielleicht beim zweiten oder dritten. Was sehr geholfen hat, bewusst Pausen machen, nicht immer funktionieren müssen, nicht immer produktiv sein. Manchmal einfach nur spazieren gehen, Musik hören, ein Buch lesen, ohne schlechtes Gewissen. Denn ständiger Druck bringt keine Sicherheit, Ruhe und Selbstfürsorge aber schon. In Gesprächen versuche ich inzwischen, nicht nur zuzuhören, sondern auch meinen eigenen Gedanken Raum zu geben. Auch wenn ich nicht alle Wörter kenne, ich kann meine Meinung sagen. Und ich habe festgestellt, die meisten Menschen hören gern zu, wenn jemand authentisch ist. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, ehrlich zu sein. Ich habe auch angefangen, mich mehr für die Kultur hier zu interessieren, für die Geschichte, für die Feiertage, für lokale Traditionen. Das hat mir geholfen, die Menschen besser zu verstehen. Und es hat mir das Gefühl gegeben, nicht nur Zuschauerin zu sein, sondern mittendrin. Ein gutes Beispiel dafür war ein kleines Stadtfest. Ich bin hingegangen, obwohl ich niemanden kannte. Anfangs war es unangenehm. Ich habe mich beobachtet gefühlt,
Aber dann habe ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, ganz zufällig, und wir haben über das Essen, die Musik, die Stadt gesprochen. Es war leicht. Es war schön. Ich bin am Ende mit einem warmen Gefühl nach Hause gegangen. Solche Momente bleiben im Herzen. Sie zeigen mir, es ist möglich, sich verbunden zu fühlen. Auch wenn es nicht jeden Tag so ist, die Richtung stimmt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe gelernt, dass Nähe nicht immer mit langen Gesprächen beginnt. Manchmal reicht ein Lächeln, ein einfaches Hallo im Treppenhaus, ein kurzes Gespräch an der Supermarktkasse. Diese kleinen Gesten, die man zuerst vielleicht als belanglos empfindet, bauen langsam Brücken. Und jede Brücke hilft, sich ein bisschen weniger fremd zu fühlen. Ich habe auch begonnen, bewusster wahrzunehmen, wie ich mit mir selbst spreche. Früher war mein innerer Dialog oft kritisch. Du solltest das besser können. Warum verstehst du das nicht? Aber diese Stimme habe ich mit der Zeit verändert. Jetzt sage ich mir, du gibst dein Bestes. Du darfst Fehler machen. Du darfst Zeit brauchen. Diese Selbstfreundlichkeit macht einen großen Unterschied. Was mir ebenfalls geholfen hat, ist, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Das war schwer am Anfang. Ich wollte nicht zur Last fallen, nicht zeigen, dass ich etwas nicht weiß. Doch ich habe gemerkt, die meisten helfen gern. Und oft ist genau dieser Moment, in dem ich um Hilfe bitte, der Anfang eines echten Kontakts. Menschen öffnen sich, wenn man ehrlich ist. Einmal war ich in einer Apotheke und habe ein Wort nicht verstanden. Früher hätte ich so getan, als ob ich es verstanden hätte. Aber diesmal habe ich nachgefragt. Die Frau hinter der Theke hat es mir ruhig erklärt und dann gelächelt. Deutsch ist nicht leicht, oder? Wir haben kurz gesprochen und ich bin mit einem guten Gefühl gegangen. Nicht nur, weil ich die Information bekommen habe, sondern weil ich eine echte, menschliche Begegnung erlebt habe. Manchmal hilft es auch, sich bewusst zu machen, man ist nicht allein. Viele andere fühlen sich ebenfalls fremd, unsicher oder fehl am Platz. Wenn man beginnt, darüber zu sprechen, merkt man schnell, diese Gefühle sind ganz normal. Sie sind Teil des Prozesses und sie verschwinden nicht durch Vermeidung, sondern durch Begegnung. Ich habe mir außerdem erlaubt, nicht alles zu mögen. Es gibt Dinge, die ich anders kenne oder anders empfinde. Und das ist okay. Ich muss nicht alles sofort akzeptieren oder lieben. Ich darf kritisch sein, neugierig, auch verwirrt. Fremdsein bedeutet nicht, dass man sich anpassen muss, bis man sich selbst nicht mehr erkennt. Es bedeutet eher, offen zu sein und gleichzeitig bei sich zu bleiben. Ein besonders wertvoller Moment war für mich ein Gespräch mit einer älteren Nachbarin. Wir haben uns zufällig im Hausflur getroffen, sie hat meine Einkäufe gesehen und wir kamen ins Gespräch. Es war kein tiefgründiges Gespräch, aber es war ehrlich. Sie hat erzählt, dass sie früher auch einmal neu in der Stadt war. Das hat uns verbunden. Ich habe gemerkt, Alter, Herkunft, Sprache, vieles spielt plötzlich keine Rolle mehr, wenn zwei Menschen einfach nur zuhören und sich Zeit nehmen. Mit der Zeit habe ich auch gelernt, dass es hilft, sich auf das zu konzentrieren, was gut läuft und nicht nur auf das, was schwer ist. Es gibt so viele kleine Dinge, die gelingen. Ein freundlicher Blick, ein Satz, der richtig klingt, ein Moment, in dem ich mich wohlfühle. Wenn ich diese Momente bewusst wahrnehme, dann wächst in mir ein neues Gefühl. Ich gehöre dazu. Nicht überall, nicht immer, aber mehr und mehr. Dieses Gefühl, dazu zugehören, kommt nicht plötzlich. Es wächst langsam, wie eine Pflanze, die man regelmäßig gießen muss. Und manchmal fühlt es sich an, als ob sie gar nicht wächst. Doch eines Tages schaut man zurück und merkt, ich bin nicht mehr dieselbe Person wie am Anfang. Ich bin mutiger geworden, ruhiger, offener. Und vor allem, ich habe gelernt, dass ich auch mit Unsicherheit leben kann. Ein großer Schritt für mich war, eigene Routinen aufzubauen. Dinge, die mir im Alltag Halt geben. Zum Beispiel ein Spaziergang am Morgen, immer zur gleichen Zeit. Oder der Besuch im kleinen Café um die Ecke, wo die Verkäuferin inzwischen weiß, was ich bestelle. Diese kleinen Rituale geben Struktur und das Gefühl, an einem Ort angekommen zu sein. Ich habe auch angefangen, kleine Erfolge zu feiern. Früher hätte ich vielleicht gedacht, na und, du hast nur mit der Kassiererin gesprochen. Aber jetzt sage ich mir, das war mutig. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Denn jeder Kontakt, jedes Gespräch ist ein Schritt raus aus dem Gefühl der Fremdheit, hin zu einer echten Verbindung. Natürlich gibt es auch Rückschritte. Tage, an denen ich mich wieder sehr fremd fühle, an denen ich keine Lust habe zu sprechen oder rauszugehen. Und das ist in Ordnung.
Es ist wie bei einem langen Weg. Nicht jeder Tag ist leicht, aber jeder Tag zählt. Auch die schwierigen. Was mir in solchen Momenten hilft, ist ein Perspektivwechsel. Ich frage mich, was würde ich jemandem sagen, der sich so fühlt wie ich jetzt? Wahrscheinlich würde ich sagen, sei geduldig, du machst das gut. Es ist okay, wenn es nicht sofort leicht ist. Und wenn ich das jemand anderem sagen würde, warum nicht auch mir selbst? Ein weiterer wichtiger Punkt war für mich nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen. Es ist leicht zu denken, die anderen machen das besser, die sprechen flüssiger, die wirken sicherer. Aber ich weiß nicht, was sie innerlich fühlen. Vielleicht geht es ihnen genauso wie mir. Jeder hat seinen eigenen Weg, sein eigenes Tempo. Ich habe gemerkt, wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen, kann ich mich mehr auf das konzentrieren, was ich selbst brauche. Vielleicht brauche ich mehr Zeit, vielleicht andere Strategien. Aber das ist nicht schlimm, das ist normal. Fremdheit ist keine Schwäche. Sie ist ein Anfang, ein Zeichen dafür, dass etwas Neues beginnt. Es gibt so viele Wege, sich weniger fremd zu fühlen. Für manche ist es der Sportverein, für andere das Ehrenamt oder die Nachbarschaftsgruppe, der Sprachkurs, der Chor. Wichtig ist nicht, was man macht, sondern dass man etwas macht, dass man sich selbst eine Chance gibt, Menschen zu begegnen und sich selbst ein bisschen mehr zu zeigen. Und irgendwann passiert etwas Wunderschönes. Man merkt, dass man dazugehört, ohne es ständig zu hinterfragen. Man fängt an, vertraute Gesichter zu sehen. Auf der Straße, im Supermarkt, vielleicht sogar im Bus. Jemand nickt einem zu, jemand fragt, wie es einem geht. Und plötzlich fühlt man sich nicht mehr wie ein Gast, sondern wie ein Teil des Ganzen. Dieses Gefühl ist leise, nicht laut. Es kommt nicht mit einem Feuerwerk, sondern eher mit einem Lächeln am Morgen, wenn man merkt, ich bin nicht mehr ganz neu hier. Ich finde mich zurecht. Ich finde Menschen, mit denen ich sprechen kann, auch wenn es manchmal noch holprig ist. Ich finde Orte, an denen ich gerne bin. Ich finde Worte, die ich früher nicht kannte. Und das ist vielleicht das Schönste daran. Wenn man sich weniger fremd fühlt, fängt man an, andere mit anderen Augen zu sehen. Man erkennt, jeder kämpft seinen eigenen kleinen Kampf. Vielleicht ist da jemand, der sich genauso unsicher fühlt wie man selbst vor ein paar Monaten. Und dann kann man die Hand reichen. Vielleicht ein Gespräch anfangen. Vielleicht einfach nur ein freundliches Hallo sagen. Denn wenn wir selbst gelernt haben, wie schwer es ist, sich einzuleben, dann können wir auch anderen helfen, diesen Weg zu gehen. Und so wird aus einem Ort, an dem man sich zuerst fremd gefühlt hat, ein Ort, an dem man anderen das Gefühl geben kann, willkommen zu sein. Danke, dass ihr heute bei diesem Podcast dabei wart. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. So verpasst ihr keine Folge. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Themen euch besonders interessieren. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was hat euch geholfen, euch weniger fremd zu fühlen? Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Bis zum nächsten Mal.